Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Sneagle Design, der Funny Pack. Nein, wir haben uns nicht verschrieben, das Ding heißt wirklich Funny Pack. Normalerweise würde man sagen Fanny Pack, Hip Pack, Waist Pack, Lumbar Pack, was auch immer es da für Bezeichnungen gibt, also auf jeden Fall eine Hüfttasche. Die meisten Hersteller bieten relativ kleine Hüfttaschen an. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel auch das Manian Tiger, die größere Hüfttaschen anbieten, auch speziell dediziert für den Medic-Bereich. Und genau hier siedelt sich auch der Funny Pack an. Beim Funny Pack ist es aber so, dass das Innendesign so aufgebaut ist, dass man ihn auch durchaus als Outdoor-Bag präsentieren kann. Von daher haben wir uns gedacht, genau das machen wir jetzt mal für euch. Von der Ausstattung her hat der Sneagle Design Funny Pack ungefähr 555 Gramm an Eigengewicht. Ihr habt hier Maße von 35 cm in der Breite, ungefähr 20 cm in der Höhe und in der Tiefe sind es 11 cm, beziehungsweise wenn man hier die Fronttasche mitrechnet, hat man auch gut und gerne 20 cm. Verwendet wird hier IR-sicheres Cordura, auch flammenhemmend, das ist fürs Militär hergestellt, von daher sollte das auch gut und gerne für den Buschkraftbereich funktionieren. Ihr habt hier ein Hüftsystem, das nochmal zusätzlich mit einem Einsatz verstärkt ist. Das heißt, egal was ihr da reinpackt, liegt das Ding immer gut an. Egal, ob ihr ihn als Waistpack um die Hüfte tragt oder ob ihr ihn als Slinger quer über den Rücken tragt. Beides funktioniert hervorragend. Ihr habt hier eine große Halteschlaufe, um das Ganze auch mal irgendwo aufhängen zu können. Ihr könnt das Ganze auch an den Rucksack schnallen. Dafür habt ihr hier rechts und links 2 Gear Loops. Die kann man dann irgendwo durchfädeln und da entsprechend dann den Funny Pack irgendwo anbringen. Es ist ein richtiger Mollebomber, so wie das vielleicht der eine oder andere auch gerne mag. Das heißt, ihr habt hier amtlich Molle an allen Seiten zur Verfügung, außer natürlich an der Seite, wo es am Rücken anliegt, um hier noch zusätzliche Taschen anbringen zu können. Auf der Front sind es 2 Reihen mit 6 Schlaufen. Also auf der Deckelseite, auf der eigentlichen Front mit den Seiten mitgerechnet habt ihr 16 Molle-Schlaufen über die ganze Fläche in 2 Reihen und zusätzlich nochmal hier im Seitenbereich oben nochmal 2 Molle-Schlaufen. Also hier habt ihr auch dann 3 Reihen, wobei die nur mit einem kleinen Bereich nutzbar ist. Die Schlaufen hinten habe ich schon erwähnt, die Gierschlaufen. Vorne sind auch nochmal 2 Schlaufen vorhanden, wie zum Beispiel hier, um Handschuhe einzuhängen und natürlich auch das obligatorische Klettfeld, um Patches anbringen zu können. Man hat hier 2 Reißverschlüsse bzw. 2 Fächer. Einmal das Frontfach, das wird hier mit einem einfachen Zipper bedient. Hier hat man bei Sneagle Design, wer es nicht kennt, die haben einmal natürlich das Paracord eingefasst mit einem Schrumpfschlauch und oben nochmal so eine große Kugel dran. Das ist extrem cool, gerade auch mit Handschuhen zu greifen, lässt sich jederzeit wunderbar öffnen. Und dann habt ihr hier im Frontbereich einen Einschub für flache Gegenstände, der nicht weiter unterteilt ist. Das eigentliche Hauptfach öffnet sich nach hinten hin, also vom Träger weg. Das heißt, man hat hier umlaufend 2 YKK-Reißverschlüsse, die beide geöffnet werden können. Und dann habt ihr hier im Deckel bereits schon eine Unterteilung, die ist auch fix verbaut. Also das ist natürlich definitiv klar für den Medic-Bereich. Aber wie ihr sehen könnt, kann man hier natürlich auch Stifte unterbringen, Besteck, Knicklichter, eure Multitools oder was auch immer. Das Ganze ist in 3 Reihen ausgeführt, wobei jede Reihe 4 kleine elastische Schlaufen hat. Und die kleinen elastischen Schlaufen sind auf große elastische Schlaufen eingenäht. Das heißt 4 kleine, 2 große mal 3 für den kompletten Deckelbereich. Das eigentliche Hauptfach, ihr seht, wir haben jetzt hier mal ein bisschen einen Kocher reingepackt, eine Windjacke und eine Isolationsjacke. Und jetzt ist der Pack auch schon leer. Und das ist das Besondere hier. Ihr habt nämlich für die Unterteilung als Medic Pack 2 Trennwände mit dabei. Hier ist die eine, da ist die andere. Die sehen beide genau gleich aus, sind beidseitig mit elastischen Schlaufen versehen. 2 größeren und einer schmäleren in der Mitte. Auf der einen Seite relativ weit oben angebracht, auf der anderen Seite mittig angebracht. Beides wird hier mit Hakenklett eingeklettet. Die sind nur ganz leicht versteift, das heißt, da hätten wir uns ein bisschen mehr Steifigkeit gewünscht. Wer also wirklich will, dass der Pack immer fix aufsteht, der sollte sich hier vielleicht noch nach was anderem umschauen, als das, was mitgeliefert wird. Aber besser dabei und haben, als brauchen und nicht haben.
Innen habt ihr dann nochmal 2 große Schlaufen, um Ausrüstung zu sichern. Das wäre natürlich gerade gut, wenn ihr hier irgendwas habt, was schnell verloren gehen kann. Das kann man hier hervorragend einhängen. Und die Rück- und die Vorderwand sind beide mit einem ganz weichen Velour-Klett ausgekleidet. Hier kann man dann verschiedene Ausrüstungsgegenstände unterbringen, wie zum Beispiel vom Black Lion Gear der MAP, der passt hier wunderbar rein. Oder eben andere Klettmodule. Helicon hat hier einige im Angebot. Auch Sneagle Design selbst hat hier noch verschiedene Module, die auch für den Medic-Bereich gut passen, die man hier einbauen kann. Und dann hat man hier natürlich eine hervorragende Möglichkeit, nochmal was unterzubringen. Wo ich jetzt gerade hier reingucke, sehe ich die Unterseite. Da habe ich natürlich vorhin vergessen zu sagen, auf der Unterseite ist auch Molle. Nochmal 6 Schlaufen, A2 Reihen. Und da befinden sich auch 2 Ablaufösen, die man aber nicht sehen kann, da das Molle darüber ist. Aber wenn ihr hier in den Pack reinschaut, kann man das sehr gut sehen. Da sind 2 große Ablaufösen. Das heißt, auch da, wenn Flüssigkeit austritt, ist es kein Problem. Nochmal so als Größenvergleich von der Höhe her, typischer Gegenstand, den man im Outdoor-Bereich mitnehmen würde, wäre eine 1 Liter Nalgene. Die würde hier stehend nicht reinpassen. Eine 500er geht hier problemlos rein von der Höhe. Also die kriegt ihr auf jeden Fall stehend rein. Ansonsten könnt ihr natürlich bei der Größe auch eine Nalgene-Flasche auf jeden Fall liegend reinpacken. Ja, was ich noch nicht gesagt habe beim Hüftgurt, wir haben hier eine große Fastec-Schnalle, um das Ganze zu tragen. Mit einem Gurtmaterial, Aufroll-Organizer. Das heißt, ihr habt hier Klett am Gurtband, um das Ganze, was übersteht, hier schön aufrollen zu können. Und der Hüftgurt ist maximal nutzbar bis 160 cm. Also hier kann man schon einen ordentlichen Umfang mit diesem Hüftgurt abdecken. Also egal wie ihr ihn tragt, ob um den Rucksack geschlungen, an der Hüfte oder eben als Gearslinger über die Schulter, ist alles problemlos machbar. Unser Fazit zum Sneagle Design Funny Pack. Unserer Meinung nach ist er im Vergleich zu anderen Funny Packs oder Fanny Packs, jetzt bin ich selber ganz durch mit diesen verdammten Namen, den Sneagle sich da hat einfallen lassen. Vom Design her als Medic Pack ist er eher schlechter, sagen wir, als andere, weil hier die Innenorganisation nicht ganz so detailliert ist, wie es zum Beispiel jetzt von Tactical Tailor oder von Tasmanian Tiger ist. Dafür hat man hier aber den großen Vorteil, dass man ihn universeller für andere Sachen nutzen kann, wo dann die anderen wieder die Schwächen haben. Also je nachdem, für was ihr ihn braucht, ist das hier der universellere Hüftpack und von daher auf jeden Fall auch eine Empfehlung von uns. Ihr bekommt den Sneagle Design Funny Pack bei Riken Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Mollebomber, ja oder nein? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.